beginnen heute mit Rumi. Ist das Leben endlich? Gott gibt ein neues. Erkenne die Endlichkeit. Verehre die Unendlichkeit. Liebe ist eine Quelle. Tauche ein. Jeder einzelne Tropfen ein neues Leben. I was saying last night that we need hope and joy in this time of anxiety and uncertainty. Wie ich gestern gesagt hatte, brauchen wir in dieser Zeit der Krise und Angst Hoffnung und Freude. But of course, we need authentic hope and authentic joy. Und authentische Freude und authentische Hoffnung. We don't need false consolation. Wir brauchen keine falsche Versöhnung, Distraction from the challenges that we face. der Ablenkung von den Herausforderungen, die uns begegnen. And we don't need lies, Wir brauchen keine Lügen, which are designed to deceive us and keep us quiet. dazu da sind, uns zu verführen und uns stillzuhalten. I think in a time of crisis like this, we become very sensitive to the presence of good leadership, authentic leadership. Und in einer Zeit der Krise werden wir sehr achtsam in Bezug auf authentische Führung. And a time of crisis is, of course, always a time of testing our leaders. Und eine Krisenzeit ist auch eine Herausforderung, ein Test von unseren Führern. Makes us aware what service a leader is meant to provide. Und es macht deutlich, welche Führung von einem Führer kommen muss. So leaders must take the risk of becoming unpopular. Führungspersönlichkeiten müssen das Risiko eingehen auf unpopuläre Entscheidungen. When they tell a difficult truth, Ja, eine schwierige Wahrheit erzählen. or they put forward necessary actions. Oder sie notwendige Entscheidungen umsetzen. Only the truth will set you free. Nur die Wahrheit macht dich frei. Free from what? Frei von was? Free from fear. Frei von der Angst. And if we are not free from fear, we are controlled by fear. Wenn wir nicht frei sind von der Angst, werden wir von der Angst kontrolliert. And everything in our perception is distorted. Und alles in unserer Wahrnehmung ist St. Benedict says, always keep death before your eyes. Heilige Benedikt sagt, führe dir den Tod immer vor Augen. And he doesn't mean that we should be depressed and morbid. Das heißt nicht, dass wir deprimiert sein sollen oder morbid. But we should not
repress our natural fear of death. Aber wir sollen unsere natürliche Angst vor dem Tod nicht unterdrücken. So, the leader who can give us hope strengthens the people in times of crisis. Also ein Führer, der uns Hoffnung gibt, stärkt uns in Zeiten der Krise. And if there is hope, then the spring of joy can also flow. Wenn es Hoffnung gibt, dann kann auch die Quelle der Freude fließen. This is the paradox of life. Paradoxie des Lebens. Even in dark times, we can experience hope and joy. Selbst in dunklen Zeiten Hoffnung und Freude empfinden. Even at a painful moment of death, when somebody we love is dying. Selbst in einem schmerzlichen Moment des Todes, wenn jemand stirbt, den wir lieben. We can feel at the same time a most painful separation and loss, Wenn man einerseits eine sehr schmerzliche Trennung und Verlust gibt and a mysterious peace and wonder and joy. und gleichzeitig auch einen mystischen Frieden und Freude. I think maybe at the other end of life, at a birth, we feel joy and hope. Auf der anderen Seite des Lebens, bei einer Geburt, fühlen wir Freude und Hoffnung, but also concern and responsibility for this new life that's come into the world. Gleichzeitig fühlen wir auch die Verantwortung und Verantwortungsgefühl in dem Augenblick. So we must, to understand what it means to be human, fully human, we have to accept the paradox of human experience. Um das menschliche Paradox verstehen, müssen wir Accept paradox of human experience. auch das Paradox der menschlichen Erfahrung ganz annehmen. So, anxiety at the moment of birth and peace at the moment of death. Angst im Augenblick der Geburt, Frieden im Augenblick des Todes. And it's this paradox of human experience which I was describing yesterday when we spoke about Hildegard and Beisswenger. Das ist das Paradox, über das ich gestern im Kontext von Hildegard von Bitten gesprochen habe. And it's in the mystical witness of great mystics, great contemplatives, that we see what humanity really means. Es ist durch das Zeugnis dieser großen Mystiker, dass wir verstehen, was Menschlichkeit wirklich bedeutet. Now, and if we lose this depth of humanity, of our own humanity, Wenn wir diese Tiefe unserer eigenen Menschlichkeit verlieren, we lose the wonder and reverence for our own humanity. verlieren wir das Staunen und Reverence, respect. den Respekt für unsere eigene Menschlichkeit. And if we lose this wonder and reverence or respect, we begin to despair about ourselves. Und wenn wir dieses Staunen verlieren, dann beginnen wir über uns selbst zu verzweifeln. And we begin to see the human experiment as a failure. Wir beginnen das menschliche Experiment als gescheitert.
That's the beginning of the great social decline, the end of a culture, the end of a civilization. Das ist der Beginn eines sozialen Abstiegs, der Anfang von einer Gesellschaft. We don't know what is going to be the long-term outcome of this crisis. Wir wissen nicht, was die langfristigen Folgen dieser haben werden. So even if the worst were to happen, Selbst wenn das Schlimmste passiert, at least there should be a few people who did not lose hope or joy. dann sollte wenigstens eine kleine Zahl von Menschen übrig sein, die nicht die Freude und die Hoffnung verloren haben. Did not lose their respect for humanity. Die nicht ihren Respekt für die Menschheit verloren haben. Here in Germany or in any country that has gone through a dark night of the soul, Jede Kultur und Nation, wie auch Deutschland, die durch eine dunkle Nacht der Seele geht. the history of the dark night is redeemed by those individuals or groups that stayed faithful to the truth and to the respect for the human. Und diese dunkle Nacht erlöst durch die Menschen, die der Wahrheit treu geblieben. So Rumi's first line is, life is ending. Und Rumis erste Zeile sprach davon, dass das Leben endet. God gives another. Gott gibt ein neues. Admit the finite. Gestehe dir die Endlichkeit ein. But praise the infinite. Aber lobe das Unendliche. Love is a spring. Liebe ist eine Quelle. Submerge yourself in it. Tauche darin ein. Every separate drop is a new life. Jeder einzelne Tropfen ist ein neues Leben. The essential hope is what Rumi identifies in this short poem. Die essentielle Hoffnung ist das, was Rumi hier in diesem Gedicht betont, Which is the knowledge that the ending of one life or a phase of one's life is the beginning of another. das ist das Wissen darum, dass wenn ein Leben oder eine Lebensphase endet, dadurch ein neues Leben, eine neue Lebensphase. Of course, we have to go through the tunnel of death. Natürlich müssen wir durch den Tunnel des Todes durchschreiten. Every day we go through this tunnel. Jeden Tag. Wherever there is growth, there will be the cycle of death and rebirth. Überall, wo es Wachstum gibt, gibt es den Zyklus von Leben und Tod. And in that tunnel, there is no visible light, In diesem Tunnel gibt es kein sichtbares Licht, no sense of direction. kein Hinweis auf ein Licht. But he also identifies the spring of new life as love. Aber auch er identifiziert die Quelle dieses neuen Lebens als die Liebe. So Rumi, I think writing about the same time as Hildegard, Ich denke, Rumi, der ungefähr zur selben Zeit wie Hildegard verfasst hat, from a very different tradition, aber von einer sehr verschiedenen Tradition, has discovered the same thing, that love is the meaning. hat dasselbe entdeckt, dass Liebe die wahre Bedeutung. That is what the scientists are looking for, the theory of everything. Das ist ja, wonach die Wissenschaft versucht. Ja, das alles erklären möchte. The simple principle of unity.
einfache Prinzip der Einheit. So love and hope, as we find it in Hildegard or in Rumi, So Liebe und Hoffnung, wie wir es bei Hildegard oder Rumi finden, and as we find it in all the contemplative teachers of humanity, wie wir sie bei allen kontemplativen Lehrern finden. they all express it in different ways according to their personality or their tradition. Alle drücken es auf unterschiedliche Weise entsprechend ihrer Persönlichkeit oder ihrer Tradition aus. But it's the same message. Aber es ist dieselbe Nachricht. And in our present crisis, In unserer gegenwärtigen Krise it is vital that we remember this principle of unity. es ist essentiell, dass wir dieses Prinzip der Einheit verinnerlichen. Not very long ago, we were all worrying about globalization. Noch vor kurzem hatten wir Sorge bezüglich der Globalisierung. There was a big resistance to this economic and social globalization. Es gab einen großen Widerstand. And in Europe, there's this resistance to centralized European laws and regulations. Und auch in Europa insbesondere gab es Widerstände gegen die Zentralisierung. Now, very quickly, we are focusing upon, or we're experiencing a disintegration of the globalized world. Und derzeit bemerken wir eine sehr schnelle Disintegration der Globalisierung, And fragmentation eine Fragmentierung. of international organizations like the United Nations or World Health Organization. Wie beispielsweise der Vereinten Nationen oder der WHO. Especially worrying, or especially powerful because of the influence of the United States leadership. Besonders aufgrund des starken Einflusses der Vereinigten Staaten. So, life is very fragile, Das Leben ist sehr zerbrechlich. and the conditions of life can change very suddenly. Die Lebensumstände können sich sehr plötzlich verändern. So, in these times of crisis, we need most urgently to remember what it means to be human. Genau in diesen Krisenzeiten müssen wir uns stark daran erinnern, was es bedeutet, Mensch zu sein. Be human, of course, does not mean being perfect. Und Mensch zu sein heißt nicht perfekt. Our institutions or our structures, our leadership are not perfect. Auch unsere Institutionen, unsere Führer sind nicht perfekt. The first responsibility is, as Freeman said, to avoid the worst. Aber wichtig ist zunächst das Schlimmste zu finden. And I would add, to recover authentic hope for the best. Ich möchte hier hinzufügen, dass es wichtig ist, die Hoffnung auf das Beste nicht das Traum. At the end of the John Wayne seminar in Bruges 2 years ago, Ende des John Wayne Seminars vor 2 Jahren. Charles Taylor, one of the major philosophers of our time, was asked, do you feel hopeful about the future? Wurde Charles Taylor, einer der führenden Philosophen unserer Zeit, gefragt, ob hoffnungsvoll ist. And he took a few moments before he answered. Und nahm sich einige Augenblicke, bevor er Frage beantwortet. And everybody was hanging on his words and was waiting for this final judgment. Menschen gingen und warteten auf die Antwort. And his reply was very wise. I think
Seine Antwort auf die Reise. That there is a pessimism of the intellect and an optimism of the will. Also, und er meinte, es gibt einen Pessimismus, der vom Intellekt herrührt, und einen Optimismus, der aus dem Willen herrührt. So, when we look at the way the world is going and much of the leadership, we are justified in feeling some pessimism. Wenn wir also in die Welt blicken und wie die Dinge laufen, ist es gerechtfertigt, und pessimistisch zu sein. On the other hand, do we surrender to the pessimism? Andererseits ist die Frage, ob wir uns diesem Pessimismus hingeben. The easiest thing to do, Das ist das Leichteste, but it's the beginning of the end. aber es ist der Anfang von allem. Or do we decide to hope? Oder entscheiden wir uns dafür, zu hoffen. But to decide to hope, not just a fantasy or daydream, Aber Entscheidung zur Hoffnung ist nicht eine Fantasie oder ein Tagtraum. to decide to hope is to discover the spring of hope within us. Für diese Hoffnung zu entscheiden, bedeutet, die Quelle der Hoffnung in uns zu entdecken. Life is ending, Leben endet, God gives another. Gott schenkt einmal. And that discovery of true hope, authentic hope, is fruit of our meditation. Diese Entdeckung wahrer Hoffnung ist die Frucht der Meditation. So for the contemplative person, as we are, Für einen kontemplativen Menschen, wie wir sind, life is simply an expression of love. ist das Leben nur ein Ausdruck von Liebe. Every aspect of life, even the most painful, is an expression of love. Jeder Ausdruck des Lebens, selbst der schmerzlichste, ist ein Ausdruck der Liebe, It is infinitely self-renewing, der sich unendlich selbst erneuert the single source of everything. und die einzige Quelle von allem ist. Now, what is, some of you are new to meditation, some of you, I know, have been meditating for many years. Einige von euch sind neu in der Meditation, andere haben schon seit Jahren meditiert. For those of you who have been meditating for many years, should be able to express why you meditate and share that with those who are just new to meditation. Und die von uns, die schon viele Jahre meditieren, sollten in der Lage sein, auszudrücken, warum wir meditieren, und es mit denen zu teilen, die gerade erst damit begonnen haben. It's not only the person who's giving the talk who should be sharing this, but each of you who has discovered this truth for yourselves. Und es ist nicht nur der Vortragende, der diese Wahrheit teilen sollte, sondern jeder, der für sich selbst diese Wahrheit entdeckt hat, kann sie teilen. And of course, many of you are doing that. Und viele von euch tun das. Maybe by participating in the life and work of a community that teaches meditation. Auch dadurch, dass ihr teilhabt an der Gemeinschaft, die Meditation lehrt.
But I think if you want to grow deeper into the experience of meditation, at some point it is necessary to share what you have learned. Doch ich glaube, dass wenn du tiefer gehen möchtest in der Meditation, ist notwendig, irgendwann zu beginnen, das, was du gelernt hast, mit anderen zu teilen und zu lehren. It is a spiritual gift, not a material gift. Es ist ein spirituelles Geschenk, kein materielles. Somebody gave you, or you inherited tomorrow from a distant relative in northern Germany. You inherited, you got a letter from the lawyer saying, this distant relative has just left you $100 million, 100 million euro. Angenommen, du würdest jetzt ein Schreiben vom Anwalt bekommen, dass ein entfernter Verwandter von dir aus Norddeutschland dir 100 Millionen Euro hinterlassen hätte. You would be at the beginning of a life of great anxiety and problems. Würdest du am Anfang eines Lebens voller Angst und Probleme stehen. What am I going to do with all this money? Was mache ich nur mit dem ganzen Geld? All my friends are going to be coming to me now and saying, could you just help me? Alle Freunde von mir werden jetzt zu mir kommen und sagen, könntest du mir vielleicht helfen? How do I invest it? Wie soll ich das investieren? What should I do with it? Was soll ich damit tun? So you won't have a moment's peace. Also wirst du keinen Augenblick Frieden. Give it all away? Gib alles weg. Give some of it away? Ein Teil davon. How much do you give away? Wie viel gibst du weg? On what conditions do you give it? Unter welchen Bedingungen gibst du? All sorts of problems. Alle Arten von Problemen. You give a little to Bonbo to finish off the building. Du könntest einen kleinen Teil an Volvo geben, um die Gebäude fertigzustellen. But so with a material gift, there's always this problem of possessiveness. Mit materiellen Gütern stellt sich immer das Problem Besitz. But with a spiritual gift, you don't have this problem. Aber mit einem spirituellen Geschenk gibt Because it is a real gift. weil es ein wahres Geschenk ist. It comes from the gift of life itself, from the spring of life. Kommt von der Quelle des Lebens direkt. Freely have we received, freely we give. Frei haben wir empfangen und frei geben. So this discovery of the spring of authentic hope and authentic joy is what meditation is about. Die Entdeckung der Quelle authentischer Freude, authentischer Hoffnung, das And it transforms us as we discover it. und es verändert uns. Wenn wir es Transforms us from people who are anxious about losing what we have verwandelt uns von Menschen, die Angst davor haben, das zu verlieren, was sie haben, into people who are fearless in giving what they have. in Menschen, die ohne Angst geben, was sie haben. And this is the basis, this transformation, personal transformation, is the basis of a transformation of society. Diese persönliche Veränderung ist Grundlage für eine Veränderung der Gesellschaft. It's the basis of compassion and of justice, social justice. Die Grundlage für Mitgefühl und soziale Gerechtigkeit. And it's not so complicated. Nicht sehr kompliziert.
It's being, it's simply being human. Das ist ganz einfach, nur ein Mensch. But human without fear. Mensch ohne Angst. It transforms the way we look at each other. Das verändert die Art und Weise, wie wir einander betrachten. Dietrich Bonhoeffer said, we must learn to see others Dietrich Bonhoeffer sagte, wir müssen lernen, die anderen zu sehen, less in the light of what they do or fail to do, weniger im Lichte, was sie tun oder was sie nicht tun, and more, sondern mehr. what do you think? Was denkt The Bonhoeffer for a moment. Seid Dietrich Bonhoeffer. So, instead of looking at other people, well, you did very well, excellent, good work, thank you for doing what I said, Anstatt jetzt den anderen zu betrachten und zu sagen, oh, das hast du gut gemacht, or saying, you didn't do what you said you would do, you failed. du hast nicht gemacht, was ich gesagt habe. How should we look at people? Wie sollten wir dann die Menschen betrachten? Who are you? Who are you? Wer bist du? Love, Liebe? Creation of God. creation. With the eyes of God. Auch Gott. Sind sie sehen, wie sie sind? So I think Bonhoeffer would agree with everything you said, Ich denke, Bonhoeffer würde dem zustimmen, was sie sagt. but what he says is more surprising Aber was er sagt, ist noch überraschend and more existential. und noch existenzieller. He said we should see them in the light of what they suffer. Wir sollten sie betrachten unter dem Aspekt ihres Leidens. And this is truly an insight of the gospel. Eine wahre Erkenntnis. And it is the secret of the power of forgiveness. Das Geheimnis der Macht der Vergebung. We know that we have to forgive people who hurt us. Wir wissen, dass wir Menschen vergeben sollen, die uns verletzt haben. That's something that we discover through personal transformation. Das erfahren wir durch persönliche Transformation. And we may struggle with that mystery of forgiveness. Mag für uns eine Herausforderung sein, anzunehmen. But and it is, of course, for all of us, a process. Und für uns alle ist es ein Prozess. But if that transformation into forgiveness, into a state of forgiveness, Aber wenn dieser Prozess in einem Zustand der Vergebung could be accomplished at the personal level,
auf einem im persönlichen Bereich stattfinden kann. And if we had a few leaders who had understood this, Und wenn wir Führer hätten, die das für sich persönlich verstanden hätten, maybe the same truth of forgiveness would be exercised at the social level. dann könnte diese Wahrheit der persönlichen Vergebung auch auf einer gesellschaftlichen Ebene stattfinden. I like the expression, I don't know if it's the same in German, to forgive a debt. You have that expression? Eine Schuld zu vergeben. Der Ausdruck gefällt mir. Ja. Beautiful expression. So if a poor country owes you billions of euros, Also wenn ihr ein armes Land Milliarden von Euro schuldet, and they will never be able to repay it, nie in der Lage sind, zurückzubezahlen, why not forgive the debt warum nicht die Schuld vergeben and start again? und neu beginnen? Now, I know there are lots of good economic arguments against that. Es gibt sicherlich viele wirtschaftliche Argumente dagegen sprechen. I know that transposing a personal experience to a communal or social experience is not the same thing. Ich weiß auch, dass eine Übertragung einer persönlichen Erfahrung auf eine Gemeinschaft nicht das Gleiche ist. But love is the meaning. Aber Liebe ist die Bedeutung. And if that is true at a personal level, it must also be true at the social level as well. Und wenn das auf einer persönlichen Ebene wahr ist, dann muss es auch auf einer gesellschaftlichen Ebene wahr sein. So, in a time of crisis, such as we are going through now, there is inevitably a transformation. Und in einer Krisensituation, wie wir sie jetzt durchleben, ist unweigerlich ein Prozess der Veränderung beinhaltet. It will either be a transformation upwards into a new level of evolution, Entweder ein neuer Schritt nach vorne in eine neue Stufe der Entwicklung, or a degradation to a lower level, oder ein Abstieg auf eine niedrigere Ebene. either growth or recession. Entweder Wachstum oder Rezession. And there is no alternative, or these are the alternatives, really. Das sind die Alternativen. We know we cannot stay the same. Wir wissen, es kann nicht gleich bleiben. Among all the statistics that we are reading today, there was one that gave me a lot of hope from the UK. Und unter allen Statistiken ist mir eine aufgefallen, die mir viel Hoffnung machte. They asked, the interviewers asked people about what they hoped would be the outcome of this crisis. Sie hatten also die Menschen befragt, was wohl das Ergebnis sein würde dieser Krise. And only 12% Und nur 12% of the people in the UK, only 12% said they wanted to go back to the way things were. Und nur 12% der Befragten in den UK sagten, sie wollten zurückgehen in den Zustand, wie es war. So, and I don't think the other 88% were all meditators. Ich glaube nicht, dass die restlichen 88% alle Meditierende waren. So this suggests a basic human wisdom. Das legt also eine grundsätzliche menschliche Weisheit nahe. So here we have 25 meditators. Hier haben wir also 25 Meditierende.
How many would like to go back to the way things were this time last year on the Feast of St. Kilian? Und wie viele unter uns würden gerne zurückgehen zu dem Zustand, wie wir es letztes Jahr hatten? Oh, one. Two. Exactly the same. Ganz genau. Ah. If there was the chance of taking the risk of improving things, if there was the possibility of improving things, would you take the risk? Würdest du das Risiko eingehen, eine Veränderung nicht zu verlieren? Do we want to go back 1 year ago when we were still in this environmental crisis, going deeper into the crisis? Und also zurückgehen 1 Jahr, wo wir vor den Herausforderungen der Umweltzerstörung waren. Where the gap between the rich and the poor was getting bigger and bigger. Der Abstand zwischen Arm und Reich immer größer wurde. Where our political democracy seems to be under great stress. Die Demokratie vor großen Herausforderungen steht. Would we like things to be better? Würden wir uns einen besseren Zustand wünschen? So I give you a chance for a second vote. Also ich gebe What's that? Oh, thank you. Okay. eine zweite Chance. Yes. So, transformation of perspective. Also es geht um die Veränderung der Perspektive. A new way of seeing and therefore a new way of acting. Es geht darum, neu zu sehen und neu zu handeln. You can't come to this just by thinking or reading. Wir können dies nicht bewirken, nur durch Lesen. No article that we read is going to persuade us of this. Ein Artikel, den wir lesen, wird uns davon überzeugen. No retreat is going to convince us. Ein Retreat wird uns davon überzeugen. Of course, it has to come through a personal transformation, Es muss durch eine persönliche Veränderung, conversion, metanoia. eine Umwandlung. What is this transformation, this conversion? Self-knowledge, self-discovery. Diese Umwandlung ist Selbsterkenntnis. Knowing what it means to be human. Es geht darum, zu wissen, was es bedeutet, Mensch zu sein. And how do we come to know and discover this personally? Passiert das für uns persönlich? What do we discover? Und was entdecken wir? Exactly what Hildegard or Rumi are saying, Genau das, was Hildegard oder Rumi beschreibt. that the spring is within us. Quelle in uns. Jesus said this living water flows within us. Jesus sagte, das ist lebendige Wasser in uns. At Bongo, we have three major springs. In Bongo haben wir 3 Hauptquellen. And each of them has its own special magic. Und jede davon hat ihre einzigartige Magie. Springs are often associated with the gift of healing. Den Quellen wird oft eine Heilkraft zugesprochen. In the past, people would go to a sacred spring and drink the water and heal. In der Vergangenheit sind Menschen zu einer heiligen Quelle gepilgert und daraus
Heilung zu erfahren. And although the medical profession today may say, well, that's not very scientific, Auch wenn die medizinische Wissenschaftsgemeinschaft dem nicht glauben. and as Susanna pointed out to me after I had said about Hildegard suggesting that we suck a precious gem. Ja, und nach dem Vorschlag von Hildegard, also die Kopfschmerzen mit Edelsteinen zu bezwingen, meinte Susanna. Maybe, well, you say what you. Ja, ich habe den Eindruck, der Menschen, oder ich will mir vorstellen, dass die Menschen damals Sinne hatten dafür, das zu erfahren. Diese Kraft der Heilsteine und es dort auch eine ganz andere Wirkung entfalten konnte, im Gegensatz zu heute, wo wir sehr viel heftigere Medizin bekommen. Das ist tatsächlich eine Wirkung. So I only would recommend that you don't suck it during the meditation. Ich empfehle es einfach nicht während der Meditation zu tun. Because in case you swallow it by mistake. Es könnte es vielleicht sein, dass du den Edelstein noch verschluckst. Versehentlich. So, we find this spring within us, not outside, as if it were an answer or an explanation. Also so finden wir die Quelle in uns. It is not a solution to a problem, Nicht als Lösung eines Problems, but the spring is essentially part of us. aber die Quelle in uns ist ein essentieller Teil von uns. The integral meaning of our own human nature. Ein integraler Bestandteil unserer menschlichen Natur. So we can't know ourselves So können wir uns selbst nicht kennen, without knowing the spring. ohne dass wir diese Quelle in uns kennen. So hope does not mean that we are told lies by false prophets. Also Hoffnung bedeutet nicht, dass wir falsche, dass wir Lügen präsentiert bekommen von falschen Propheten, Who tell us what we want to believe die uns sagen, was wir glauben wollen and bring us to this humiliation of wanting to believe what we know is not true. So, it would be a humiliation eine Demütigung, to come to the point, to come to the place das ist eine Demütigung, also an den Ort zu gelangen, where we want to believe something, wo wir etwas glauben wollen, even though we know it's not true. Deep down, we know obwohl it's not true. wir tief in uns wissen, dass es gar nicht wahr ist. And this is what we're seeing, what we have seen many times in history, where a whole people, a whole society, Das haben wir oft schon in der Menschheitsgeschichte gesehen, wo ein ganzes Volk, eine ganze Gesellschaft, see it, 40% of the American people want to believe these lies. dass 40% der amerikanischen Bevölkerung diese Lügen glauben wollen. It's pretty solid 40%. Sehr stabile 40%. So, this is not hope, this is false hope. Nicht Hoffnung, das ist falsche. And joy is not happiness in the sense that we have come to understand it in our consumer society. Und Freude ist nicht das, was wir als Konsumentenglück unserer Gesellschaft So we'll look later at the meaning of some of the sources of happiness in
light which are not false happiness. Später werden wir nochmal auf die Quellen des Glücks in unserem Leben beleuchten. So we could just end with a short beginning of a short reflection on the feast of the Assumption today. It's a happy feast. Aber wir können damit beginnen. Heute ist Maria Himmelfahrt. Maria Himmelfahrt. wir können heute nochmal im Geiste der Maria Himmelfahrt reflektieren. So this is the feast where Mary is taken up into heaven, body and soul. Und es ist der Tag, an dem Maria in den Himmel auffährt mit ihrem Körper und der Seele. And it was proclaimed an infallible truth by Pope Pius XII in 1950. Das wurde vom Papst 1950. in 1950 als unfehlbare Wahrheit proklamiert. So the only time that the Pope has actually invoked the infallibility. Das war das erste Mal, dass also der Papst das einzige Mal, dass der Papst dies ausgesprochen hat. So, of course, it was a widely held belief, doctrine in the Christian Church, particularly the Catholic and the Orthodox Church. War ein weit verbreiteter Glaube, insbesondere in der katholischen und auch orthodoxen Kirche. Now, we might think, why make such a fuss about this? Aber warum machen wir And what does it mean? And what does it mean? Was bedeutet das? And why everywhere in Europe is this feast, it's August the 15th, seen as even in a secular sense an important day. Und warum wird dieser Tag in Europa überhaupt besonders angesehen? But the first clue, maybe, to the meaning of it, is the feast. Is the day itself, the date, August the 15th. Der erste Hinweis mag im Datum selbst liegen, auf der 15. August. This is you could say, the deep, rich part of summer. Und es könnte also als dieses wirklich reife Herz des Sommers betrachtet werden. This is when nature is at its most fruitful. Und das ist, wenn die Natur am fruchtbarsten. Is the peak of the cycle of the season. Der Höhepunkt im Kreis der Jahreszeit. Carl Jung thought that this declaration by Rome, by the Pope, was the most important religious declaration of the 20th century. Carl Jung bezeichnete diese päpstliche Erklärung als die wichtigste überhaupt. And his reason was not probably what the Pope meant, or maybe in a way what the Pope meant, but he didn't know that he meant. Seine Erklärung war nicht unbedingt die Bedeutung, die der Papst hierbei lässt. But this is an affirmation of the mystery of human destiny. Das ist eine Bestätigung des Mysteriums des menschlichen Schicksals. For Jung, it represented the acceptance of the feminine. Für Jung bedeutete es die Annahme der Weiblichkeit, And the mystical marriage of earth and heaven. der mystischen Verbindung zwischen der Erde und And I'm sure these are elements of the meaning of this
of this teaching. Elemente der Bedeutung. There's something about the unity of the universe Spricht von einer Einheit des Universums and of our own destiny as part of that unity. des eigenen Schicksals als Teil dieser Einheit. So, we could argue about it at a doctrinal level, an intellectual level. Wir können darüber intellektuell sprechen, But I think it's really something we can never resolve intellectually. aber das ist eine Fragestellung, die wir nie intellektuell lösen können. If we want to choose to reject it as something medieval and mythological, then we can do that. Wenn wir es also einfach nur als mittelalterlich zurückweisen wollen. But we could also simply sit with the mystery of it. Oder wir können uns einfach den mystischen Teil davon auseinandersetzen. And realize there are some things you only can understand because you celebrate. Dass es Dinge nur zu verstehen gibt, weil wir sie, wenn wir sie feiern. So in Spain, I think they take 5 days of preparation to celebrate the Feast of the Assumption. Und in Spanien nimmt man sich also 5 Tage Vorbereitungszeit für dieses Fest. The rest of Europe, the rest of the world is just another feast in the calendar. Für den Rest Europas ist es einfach ein weiterer Another date in the calendar. Termin. So today, although we are on retreat, I think we can sit in the mystery of this teaching. Und, wenn wir hier im Retreat sind, können wir also hier uns bewusst mit dem Mysterium auseinandersetzen. And celebrate it in our quiet, silent way of being together. Und uns feiern auf unsere stille Art der Gemeinschaft. And to begin with this understanding of what it means to be human. Damit zu beginnen, lernen zu verstehen, was es bedeutet, Mensch. And to remember that essential Christian understanding of the human, which is that the body and the mind and the spirit form a single unity. Und im christlichen Verständnis Menschen näher zu treten, dass Körper, Geist und Seele eins sind. Our body is changing all the time, so is our mind. Unsere Körper verändern sich ständig und auch unser Verstand. So are our feelings Gefühle constantly changing. ändern sich ständig. Look at the picture of yourself last year. Schau dir ein Bild von dir selbst im letzten Jahr an. But we are embodied, incarnational human beings in the Christian vision forever, for all eternity. Aber wir sind verkörperte, inkarnierte For eternity. Yes. For eternity. Für die unendlich. Yes. So we are embodied, a different shape, or different form, different way of being a body, but we are embodied. Can you imagine yourself not embodied? Kannst du dir dich selbst als körperlos vorstellen?
So I think we could also see this feast as a feast of hope about understanding the human. Und wir können so diesen Feiertag als Feiertag sehen, der uns die Möglichkeit gibt, als Mensch